Er ist religionsfrei. In dem ersten Teil haben wir kurze Eindrücke gehabt, Impulse, christliche, buddhistische, jüdische. Und wir kommen jetzt zu einer neuen Phase von unserem Treffen, weil wir haben die Möglichkeit, nun einen Beitrag eines Sufi-Meisters vom Bodensee zu bekommen. Und Feride, die ich persönlich aus dem Forum der Religion in Berlin kenne und schätze, hat ihm Fragen gestellt. Und ich möchte Feride gerne einladen, vielleicht einladend, einstimmend, kurz zu sagen, was müssen wir uns vorstellen, wenn ein Sufi-Meister etwas sagt? Was heißt das eigentlich für dich vielleicht? Und was ist eure Tradition zum Thema Klima? Assalamu alaikum, lieber Marc und liebe alle. Vielen Dank für diese liebevollen Worte und diese liebe Einführung. Ich schätze dich auch sehr. Die Worte des Scheichs sind für uns stellvertretend für die Worte des Propheten, denn er lebt und spricht in der Tradition des Propheten und unserer Religion des Islam. Und Sufismus ist die Art, den Islam in Einheit mit der gesamten Schöpfung und in der Gemeinschaft zu leben. Wenn wir mit unserem Nächsten zwischenmenschlich zu tun haben, wenn wir mit der Tierwelt zu tun haben, wenn wir mit der Umwelt beim Kochen, immer versuchen wir, Gott darin zu erkennen, Allah, unseren Schöpfer, seine Schöpfungskraft darin zu erkennen. Denn ohne Zweifel, der Scheich wird es in seinem Beitrag jetzt sagen, alles in der Schöpfung ist ein Kunstwerk seines Schöpfers und gibt Preis, wie sein Schöpfer ist. So betrachtet der Sufi, der praktizierende Muslim, alles mit ganz viel Aufmerksamkeit, horcht den Worten des Scheichs, die ihn daran erinnern, überall eben Gottes Kunst und Wirken zu erkennen, sodass wir unserem Schöpfer mit jedem Atemzug, jedem Bild, jeder Begegnung, sei es die Begegnung mit der Natur, die Begegnung mit einem anderen Menschen, Gott näher zu kommen. Das ist Sufismus. Ja, danke dir für die einführenden Worte. Und du hast das Interview geführt und hast es als Video mitgebracht. Wäre das ein guter Moment, diese Botschaft zu teilen? Natürlich, sehr gerne. Herr Eschef Effendi, Sie vertreten in Europa und in der Welt, wo überall Sie hingehen, den Islam und den Sufi-Orden der ehrenwerten Naqshbandiya, stellvertretend für das Oberhaupt Ihres Ordens Mevlana Sheikh Mehmed Adil al-Rabbani. Würden Sie heute für die Veranstaltung Glauben in der Klimakrise von der Arbeitsgruppe Brücke des Glaubens, die von Aktivistinnen der Extinction Rebellion und den Angehörigen von For Future Bewegungen gegründet wurde, zu folgenden Fragen Stellung zu beziehen. Gibt es Aussagen im Heiligen Koran über Klimagerechtigkeit, Klimaschutz und Umweltbewusstsein? Würden Sie also sagen, dass muslimische Gläubige sich aktiv für Klimaschutz und Klimagerechtigkeit und ihre Umwelt einsetzen sollten? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Es sind wichtige und schöne Fragen. Und wir bedanken uns für diese Fragen, weil die Antworten sind wichtig. Wir Menschen müssen etwas daraus machen, versuchen etwas daraus zu machen. Allah, der Herr, hat die Welten erschaffen und diese Erde erschaffen und hat uns in diese Welt hineingeschickt hier, damit wir lernen, wie man ein richtiger Mensch wird. Ein richtiger Mensch zu werden bedeutet hier, dass man weiß, wie man mit sich selbst, mit seinem Schöpfer und mit der Natur umzugehen hat. Das heilige Buch der Koran ist eine Anleitung fürs Leben. Es gibt im Koran auf alles eine Antwort.
von der Wiege bis zum Grab, von Grabe bis Wiederauferstehung und jüngster Gericht hier. Du findest da alle Antworten auf alle Fragen. Und der Herr sagt hier, schaut euch die Erde an, schaut euch die Himmel an, schaut euch meine Geschöpfe an und macht euch Gedanken. Sayyidina Mohammed kam vor 1500 Jahren als allererster Umweltaktivist und sagte zu uns hier, o ihr Menschen, o ihr Gläubigen, ein Muslim hat zu sein, barmherziger mit der Natur, ein barmherziger mit seinen Nächsten zu sein. Wenn er ein Dorn oder ein Stein auf der Straße liegen sieht, dann soll er das hier wegräumen, damit andere Menschen oder alte Menschen sich nicht daran verletzen. So eine Barmherzigkeit und Freundlichkeit Menschen gegenüber und Umwelt gegenüber. Und er sagte hier, und wenn die Apokalypse kommt, wenn es der Tag der Apokalypse ist, so pflanze einen Baum ein, gib die Hoffnung nicht auf und schenke der Natur Leben. Pflanze einen Baum ein, sagt er. Wenn das nicht naturfreundlich ist. Und er sagte, und wenn du dich waschen tust hier für dein Gottesgebet an einem Fluss, verschwende das Wasser des Flusses nicht. Denn Verschwendung ist haram, Verschwendung ist verboten. Du sollst mit der Natur freundlich umgehen und barmherzig umgehen, denn alles hat ein Wesen und alles hat eine Seele. Und wenn wir lernen hier nicht so gut wie möglich, sondern so viel wie nötig aus der Natur zu nehmen, dann können Milliarden von Menschen in dieser Welt weiter existieren und davon profitieren, weil wir können dann unseren Kindern auch hier eine fruchtbare und freundliche Umwelt hinterlassen. Also nicht nur an uns selbst denken, weil wir sind nicht auf ewig in dieser Welt, sondern nur für einige Tage, 3 Tage sind wir in dieser Welt. Und das nicht, um alles zu nehmen, was wir können von dieser Welt, nein. Dass wir lernen, wie wir uns unserem Herrn zu nähern haben. Und wir können uns unserem Herrn Schöpfer nähern, indem wir barmherzig und freundlich mit unseren Nächsten umgehen. Und unser Nächster ist der Mensch, der andere Mensch und auch die Natur gehört zu unserem Leben, unserem wichtigsten Lebensbestandteil, die Natur. Und wenn du einen Baum fällen musst, um dir ein Haus zu bauen oder um dich zu heizen, dann unter dieser eine Bedingung pflanze einen anderen Baum ein, damit nichts in der Natur fehlt, dass du nichts der Natur weggenommen hast und dem Gleichgewicht hier der Natur zerstört hast. Du musst, wenn du einen Baum genommen hast, dann schenke einen Baum dieser Natur, damit alles im Gleichgewicht bleibt und fruchtbar ist. Fruchtbar für uns, fruchtbar für unsere Generation nach uns. Wie kann Glauben uns in der Klimakrise helfen? Was würden Sie der Arbeitsgruppe Brücke des Glaubens mit auf den Weg geben? Unsere Empfehlung hier für diese Arbeitsgruppe ist, sagt allen, die ihr erreichen könnt, o ihr Menschen, nehmt nicht so gut wie möglich aus der Natur, sondern so viel wie nötig, damit wir umweltfreundlich sind. Und ein Muslim zu sein bedeutet 24 Stunden ein Umweltaktivist zu sein. Er hat alles um ihn herum reinzuhalten. Und das fängt schon an mit der spirituellen Waschung, mit der Meditation. Wir haben Pflichten und die größte Pflicht ist, dass wir unser Herzen reinigen, unsere Gedanken reinigen und dann, dass wir unser Körper reinhalten. 5-mal am Tag waschen wir uns Muslime vor dem Gottesgebet. 5-mal am Tag müssen wir uns waschen, damit unser Körper hier nicht stinkt, damit wir unserem Körper gegenüber umweltfreundlich sind. Dann, unsere Kleider müssen sauber sein. Unsere Kleider müssen sauber sein, rein sein, unser Körper muss rein sein, unsere Gedanken, unser Herz muss rein sein. Und dann unsere Natur, die Natur in dieser Welt muss rein sein. Halbe Glaube im Islam ist Reinheit. Reinheit in der Natur
Reinheit im Wesen, Reinheit in Gedanken. Und wenn das nicht umweltfreundlich ist, der Muslim ist der Umweltaktivist und ein Muslim muss der Umweltaktivist sein. Und ein Muslim ist der seinem Schöpfer ergeben ist. Und das ist der Christ, das ist der Jude, das ist der gläubige Mensch, der barmherzig und freundlich mit der Natur und mit den anderen Menschen umgehen kann. Das ist ein Muslim. Sonst ist niemand ein Muslim. Wenn jemand barmherzig und freundlich ist mit den anderen Menschen und mit seiner Natur, mit dieser Welt, mit der botanischen Welt, mineralischen Welt, tierischen Welt, dann ist er ein Muslim, nicht anders. Mögen wir gesegnet sein und unserem Herrn nah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lass uns einen Moment Zeit geben, das nochmal nachklingen zu lassen. Ich freue mich gerade. Feride, das würde mich interessieren, jetzt wo du die Worte mal gehört hast, selbst nochmal, du hast das Interview geführt, was hat dich angesprochen gerade? Natürlich für uns als Gemeinschaft, jetzt vor allem auch während der Corona-Zeit in unserem Zentrum in Sufiland, wo wir als Kommune zusammenleben, mit einem Ziegenstall, also mit vielen Ziegen und Hühnern und Katzen und Bienen, haben wir immer diese verantwortungsbewusste Beziehung zur Natur. Wir leben das. Wir haben es aber nie so ausgesprochen. Und es ist immer schön, wenn man bei Projekten mitwirkt, wo Fragen kommen, wo neue Perspektiven auf den Glauben eröffnet werden, dass wir selbst auch mal hören können, warum wir so leben. Damit uns das auch bewusst wird, damit wir auch darüber reflektieren. Und ganz besonders beeindruckt hat mich natürlich, haben mich die letzten Worte, dass alle Menschen, Muslime, das heißt Ergebene in Gottes Willen sind. Und das zeigt sich in ihrer Beziehung zur Schöpfung. Die Ergebenheit in den göttlichen Willen zeigt sich in einer guten, sorgsamen Beziehung zur Schöpfung. Und zur Schöpfung gehört der Mensch genauso wie die Natur, wie die Tierwelt und wie auch die botanische Welt. Und das war für mich auch wieder ein ganz neues Bild. Ich habe den Eindruck, es lohnt sich später, dieses Video wird ja verfügbar sein auf YouTube, sich das nochmal anzuschauen, weil da war so viel drin, wie ich das mitbekommen habe. Als Buddhist kann ich selbst sagen, ich weiß, der Dalai Lama sagt, my religion is kindness. Und es war schon sehr rührend zu hören auch, dass die Aufgabe eines Muslims ist, seine Herzen, seine Gedanken reinzuhalten. Und wenn ich etwas nehme, dass ich es auch zurückgebe, wenn ich einen Baum fälle, dass ich einen Baum auch gebe, diese Verantwortung. Und wie du auch gerade sagtest, ein Moslem muss ein Umweltaktivist sein. Diese Verbundenheit, diese Direktheit. Vielen Dank, dass du es geschafft hast, diese klaren und direkten Worte zu bekommen. Weil die sind anschlussfähig für jeden von uns. Weil wir haben eine Referenz jetzt, wo wir mit jedem Muslim wissen, wir sind verbunden. Das sind wir. Wir leben auf demselben Planeten, in derselben Schöpfung und es kann nicht sein, dass wir nicht miteinander verbunden sind. Und das ist einfach auch nochmal zurückzukommen, die Brücke des Glaubens. Das Motto, was wir ja haben, warum wir zusammenkommen, ist verschiedene Glauben, vereintes Handeln für unsere